Archive haben ganz viele Geschichten zu erzählen, tausende Geschichten, die in den Unterlagen stecken. Und unsere Unterlagen sind so vielfältig wie das Forschungsspektrum der TU Dresden. Archivarinnen und Archivare haben von jeher immer mit einem großen Themenspektrum zu tun, mit all dem, was quasi ihre eigene Einrichtung an Aufgaben hat. Von mittelalterlichen Pergamenturkunden bis hin zu den elektronischen Unterlagen der Jetztzeit. Hallo, mein Name ist Judith Matzke und ich bin die Direktorin des Universitätsarchivs der TU Dresden. Archive sind Gedächtnisinstitutionen unserer Gesellschaft. Sie archivieren die Unterlagen, die von bleibendem Wert sind, also die einen historischen Wert haben. Keine öffentliche Einrichtung darf Unterlagen, die sie nicht mehr braucht, einfach wegschmeißen. Es gibt Aufbewahrungsfristen für jeden Unterlagentyp und danach muss immer an das zuständige Archiv angeboten werden. Zum Beispiel die Landesarchive, Kommunalarchive, Archive der Parlamente und auch Archive von Hochschulen und Universitäten. Im Konkreten ist die Aufgabe des Universitätsarchivs das Verwaltungshandeln der TU Dresden und auch die Unterlagen Studierender, Unterlagen aus Forschung und Lehre zu dokumentieren. Archivarinnen und Archivare müssen sich in der Bestandserhaltung engagieren, um die Unterlagen auf Dauer zu erhalten. Und das heißt eben nicht nur für die nächsten 20, 30 Jahre, sondern eher 200, 300 Jahre. Ganz wichtig sind natürlich gute Lagerungsbedingungen, was Klima betrifft, also Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Es ist ganz wichtig, dass das Archiv gut verpackt ist. Es muss jegliches Metall entfernt werden. Das sind sozusagen Rostansätze, die sich nach wenigen Jahren schon im Papier festsetzen. Die Archivarinnen und Archivare entscheiden, was zu überliefern ist, und sie entscheiden auch, was dann vernichtet werden darf. Wir möchten Redundanz vermeiden. Wir müssen mit dem zur Verfügung stehenden Platz und den Ressourcen sehr sorgfältig umgehen. Es handelt sich hier um Bauunterlagen des Weberplatzes aus den 50er, 60ern bis in die 70er Jahre, dem Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Pädagogischen Instituts, Gebäude der heutigen Fakultät Erziehungswissenschaften. Anhand der verschiedenen Vermerke kann man auch so ein bisschen die Genese der Schriftstücke nachvollziehen, ob es auf einer Kopie eines Bauplanes basiert, wer dann welche Eintragung vorgenommen hat. Das sind natürlich ganz besondere Highlights und die werden jetzt aktuell erschlossen, sind ungefähr 30 Stück. Wir übernehmen sie, bereiten sie auf, bringen sie sicher unter, dann in Kartenmappen. Wenn es Schäden gibt, wie hier zum Beispiel kleine Risse, dann sollten sie geschlossen werden, restauratorisch behandelt werden. Gerade Baupläne sind sehr nachgefragte Unterlagen und die würden wir in jedem Fall übernehmen, wenn sowas aus der Frühzeit der Universität noch gefunden wird. Das Universitätsarchiv ist jetzt 70 Jahre alt. Es wurde 1952 eingerichtet, damals mit einem einzigen Beschäftigten in einem einzigen kleinen Raum. Es ist seitdem erheblich gewachsen. Das Herzstück ist auf jeden Fall seine Matrikel, die auch den größten Bestand ausmachen. Wir haben zu allen Studierenden Unterlagen und können sozusagen den Studienverlauf nachweisen. An den 4 verschiedenen Standorten hier auf dem Campus verwahren wir ungefähr 5 Kilometer Aktenmaterial. Das heißt, wenn Sie Papier übereinander stapeln oder aneinanderreihen, kommt eine Strecke von 5 Kilometern zusammen. Das Archiv beinhaltet aber nicht nur Akten, sondern auch einige tausend technische Zeichnungen, Karten und Pläne. Dazu sind es noch über 240.000 digitale Fotos, auch einige Medaillen, gegenständliche Objekte und auch Audio- und Videodokumentation. Garantiert auch einmal das Video, was gerade entsteht. Zum Archivwesen bin ich eigentlich über einen ganz klassischen Weg gekommen, indem ich mich während meines Studiums Geschichte und Germanistik hier an der TU Dresden natürlich in verschiedenen möglichen Aufgabenfeldern ausprobiert habe. Und in einem Archiv, da ist bei mir der Funken sofort übergesprungen und bin seitdem, das sind jetzt 13 Jahre, im Archivwesen tätig. Ich bin jetzt seit reichlich einem Jahr Direktorin des Universitätsarchivs und das ist ein schönes Gefühl, jetzt sozusagen selber hier etwas gestalten zu können.
Als Chefin des Uni-Archivs sorge ich vor allem dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen im Team gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Da geht es natürlich um die technische Ausstattung, um die räumliche Unterbringung. Das ist also ganz viel organisatorische Aufgaben, Kommunikationsaufgaben. Ich bin aber häufig auch erste Ansprechpartnerin, wenn Nachlässe angeboten werden. Ich kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit. Insgesamt ist natürlich auch die Digitalisierung bei uns ein sehr wichtiges Thema. Besonders gern begeistere ich aber Menschen für die Arbeit mit Originalunterlagen und mache gern Werbung für diesen schönen Beruf. Das Archiv wird regelmäßig genutzt. Grundsätzlich gibt es ein Recht für jedermann auf Benutzung von Archivgut. Das ist auch sehr wichtig, um sozusagen Transparenz zu schaffen. Das ist letztlich das Ziel all unserer Arbeit, dass damit geforscht wird, dass Interessierte die Unterlagen auswerten können. Zum einen sind das die Direktnutzung in unserem Benutzungsraum. Das ist der Normalfall. Zu beachten sind aber in jedem Fall Schutzfristen und gerade personenbezogene Unterlagen genießen einen sehr hohen Schutz, aber im Prinzip für einen selbst sind die Unterlagen zugänglich. Das ist die Studentenakte der ersten Studentin. Die hat ab 1907 studiert bis 1913, Johanna Weinmeister. Daneben sind wir auch eine Serviceeinrichtung, die zum Beispiel Absolventinnen, Absolvententreffen unterstützt. Wir werden sehr stark nachgefragt für Ersatzbescheinigungen und Beglaubigungen aus dem eigenen Studium. Wenn jemand das eigene Bachelor- oder Masterzeugnis aufgrund verschiedenster Umstände verloren hat, können wir Ersatzbescheinigungen ausstellen. Auch das sind jährlich über 1000 Anfragen. Neugier und Offenheit sollte man mitbringen für eine Arbeit im Archiv. Man braucht natürlich auch Ausdauer und Geduld, um die Unterlagen zu erschließen und aufzubereiten, um sich in all die Themen reinzuarbeiten. Und man sollte natürlich Wertschätzung und Respekt vor den historischen Unterlagen mitbringen. Das sind alles Unikate, die es nur ein einziges Mal gibt. Und wenn da ein Schaden eintritt, sind sie unwiederbringlich verloren. Social-Media-Arbeit erschließt in meinen Augen noch einmal eine ganz andere Zielgruppe für Archive. In jedem Archiv gibt es Tausende von kleinen und großen Geschichten aus der TU Dresden und ihrer Vorgängerinstitution bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und anhand der vielen Personenunterlagen auch zu Studierenden und zu Beschäftigten, die wir haben aus allen Zeitepochen der letzten 200 Jahre, kann man eine Menge kleine Beispiele und Geschichten erzählen, um einen Einblick in die Archivarbeit zu gewährleisten. Was sind Archive, was tun Archive für unsere Gesellschaft und was wir als Archivarinnen und Archivare machen. Eine Archivarbeit ist nie abgeschlossen. Es liegt im Wesen der Aufgabe der Archive. Das heißt, das Archivgut wird mehr werden, es wird digitaler werden, aber auch da ist die gleiche Sorgfalt anzuwenden und es ist gleichermaßen zu erhalten für die nächsten Jahrhunderte. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick gewähren in den vielseitigen Alltag der Arbeit des Universitätsarchivs und seiner Aufgaben. Wenn ihr das letzte Video auf Arbeit mit schauen wollt, dann klickt hier. Wollt ihr ein anderes Video sehen, klickt hier und abonniert ruhig den Kanal und drückt die Glocke.